können starten mit 30. Bis 30 sind das Kindergarten. Wenn man Fahrzeugtechnik an dieser Hochschule studiert, bekommt man ein breit gefächertes, computerbasiertes mathematisches Wissen an die Hand, bekommt aber gleichzeitig in Praxisversuchen den Praxisbezug dazu. Fahrzeugtechnikstudium ist ein Ingenieurstudium. Und jeder, der Ingenieur werden will, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er sehr, sehr viel Mathematik braucht. Dann die Physik, die Stabilität eines Autos. Ich studiere sehr, sehr gerne an der HTW. Es ist immer mir eine Freude, hier morgens herzukommen. Oft sehr spannend im Unterricht, wo man wirklich auch gar nicht mal aufs Handy schauen möchte, weil man wirklich gerne zuhört. Das ist ein ganz toller Punkt an der HTW. Die haben richtig viele Labore, Rollenprüfstände. Und dann guckt man wirklich mal live, was passiert an einem Auto. Selbst wenn es den Verbrennungsmotor irgendwann nicht mehr gibt, lernt man hier viel über alles drumherum. Denn ein Fahrzeug hat Räder und die müssen sich drehen und die werden zum Drehen gebracht. Ein Professor sagte hier, ein Fahrzeugtechniker ist 70% Maschinenbau und 30% Mechatroniker. Also wenn man eine Frage hat, wenn man nicht weitergekommen ist oder so, dann fragt man halt den Professor nochmal oder man fragt seine Mitkommilitonen und man kriegt immer eine Antwort. Also eigentlich wird keiner im Regen stehen gelassen. Und Spaß macht es, wenn man mit dem Professor über, wie gesagt, aktuelle Dinge reden kann, wenn er einem was erzählt. Und es ist eine Diskussion, es ist kein Monolog. Das ist toll. Wenn ich das Studium hier abschließe, bin ich Ingenieurin der Fahrzeugtechnik, Bachelor of Science. Meinen Studiengang habe ich mit Master of Science abgeschlossen als beste Absolventin. Ein Master of Science öffnet immer Türen. Man sollte immer bereit sein, weiterzulernen. Man kann sich auf der Basis des Wissens hier nicht ausruhen und man sollte immer neugierig sein, damit man erfolgreich ist und zufrieden bleibt.